Wieder so eine Levelerweiterung, cool. Oder vielleicht sollten sie für die Zukunft das so machen wie andere Spiele. Du hast nie mehr als 10 Levelerweiterungen. Oder sogar nur 5. Aber dann trotzdem den gleichen Content. Also nicht nur so wie Kriton, das war Ass. Weil es war einfach nur ein Dungeon und alles andere ist gleich geblieben. Sondern im Endeffekt wirklich ein komplettes Update, aber trotzdem nur 10 Level oder so. Und dafür sind diese 10 Level aber sau schwer. Und es gibt dann aber sau viele Monster auch auf dem gleichen Level. Sodass es sich viel besser verteilt und so. Und dann auch Dungeons etc. Dass man richtig viel zu tun hat und die Level bedeuten aber auch was. Weil wenn jetzt jemand sagt, er ist 175 oder so, das ist halt keine Ahnung, das ist einfach nichts Besonderes. Oder früher war es doch sogar so bei Flav. Ich meine, gut, das jetzt auf dem FEC wird es wahrscheinlich niemals so sein, weil du auf dem FEC halt einfach so schnell levelst. Aber ich weiß auch früher, wenn du einen Hero oder so in der Party hattest oder einen Master oder auch einfach nur jemanden über Level 100, dann war das schon was Besonderes. Also ganz früher, wo 95% aller Spieler gefühlt unter Level 80 waren und du hattest jemanden in der Party, der Level 100 plus war. Das war richtig so, wow. Wow. Holy shit, der ist Level 100. Und dieses Gefühl könnte man zurückbringen, wenn du nur wenige Level hinzufügst. Dann dürfen es natürlich nicht 40 sein oder so, weil das wäre ja krank dann. Dann würden sich die Leute lieber erschießen, als das zu machen. In-game, Serverzeit. Wenn du das aber so machst, dass es halt, wie gesagt, das sind nur 10 Level und dafür ist jedes Level sehr schwer. Also jedes Level dauert, wenn du reingrinden würdest, sagen wir mal übertrieben, 20, 30 Stunden. Also du brauchst ein paar hundert Stunden für ein, in Anführungszeichen, nur Leveln. Hast aber trotzdem auch ein paar Quests, ein paar Dungeons. Das heißt, der Sinn ist eigentlich nicht, dass du einfach stumpf die 10 Level grindest, sondern du hast halt alles. Komplettpaket und es sind in Anführungszeichen nur 5 oder 10 Level. Dafür aber, wenn du dann einen siehst, der dann tatsächlich Maximallevel ist, sagst du, damn, der ist einfach Maximallevel, das ist so heftig. Aber das passt zu Flav Universe tatsächlich nicht mehr, weil durch die ganzen Daily Quests und so weiter kriegt man sau einfach XP. In jedem Dungeon Run kriegst du XP, du verlierst jetzt nicht mal mehr XP irgendwo in Dungeons. Dann müssten sie das komplette Konzept überarbeiten. Das ist wahrscheinlich zu spät. Aber vom Ding her würde es es wäre dann einfach wieder was Besonderes. Es wäre dann einfach wieder was Besonderes, Maximallevel zu sein. Oder jemand halt mit einem viel höheren Level zu sehen. Oder jetzt auch auf dem FEC, wenn du wüsstest, 190, also die letzten 5 Level oder 10 Level, da dauert ein Level 50 Stunden oder so. Und dann würde jemand 190 erreichen. Dann wäre das wirklich so, wow, das ist heftig. Oder wow, das ist wirklich was Krasses, was Besonderes. Aber das ist es halt nicht, weil es ist tatsächlich ziemlich einfach. Und geht verhältnismäßig schnell. Mit 5 bis 10% die Stunde. Auf dem FEC wahrscheinlich. Wahrscheinlich sogar mehr. Hardcore, Arcanist, Mentalist mit Lamprey, mit Herneswaffe, Waterbomb. Ich glaube, die kriegen über 20% noch auf 189. No joke. Auf dem FEC. Ich glaube, da kannst du immer noch 20% machen pro Stunde. 5 Stunden und bist fertig. Also, weiß ich nicht sicher, weil ich war selber noch nicht auf dem Level. Aber ich kann es mir vorstellen. Full Power-Up, gutes Equipment, Ampli, Red Flask. Wüsste nicht, wieso nicht. Auf jeden Fall über 10%. Und das ist, wie gesagt, das ist ja dann einfach nur, naja gut, er hat halt viel gelevelt. Aber wie gesagt, die Zeiten sind vorbei, wo ein hohes Level noch so einen Stellenwert hatte. Das ist im Endeffekt mit Flav Universe so ein bisschen gestorben. In Flav PC ist es eigentlich immer noch so. In Flav PC ist es immer noch was Besonderes, wenn du jemanden auf Maximallevel siehst, weil es auch schwer ist, dort Maximallevel zu erreichen. In Flav PC ist es wirklich immer noch so.
Da hat das noch eine besondere Bedeutung. Schwer, dauert nur lange. Nee, es ist tatsächlich auch schwer. Nee, es ist auch schwer. Immer wenn du es so siehst, was ist dann wirklich schwer? Aber ich würde schon sagen, dass es schwerer ist. Also nicht nur schwerer, es ist schwer. Ich meine, in Fly Universe brauchst du nicht mal wirklich krasses Equipment. Wenn du immer Full Power-Up bist, kann man sich auch mit relativ schlechtem Equipment durchmogeln. Das geht bei Fly PC wirklich nicht. Das geht nicht. Ab einem gewissen Punkt ist das tatsächlich unmöglich. Also kannst du ja leveln lassen, das geht immer. Kannst dich boosten lassen von irgendjemandem.